Guten Tag. Mein Name ist Thomas Müller, und das ist meine Kollegin Marina Neuer. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Wir fangen an mit der Vorstellung. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Sarah, und ich komme aus der Türkei, aus Istanbul. Ich bin 32 Jahre alt und wurde am 15. März 1991 geboren. Jetzt lebe ich in Deutschland, genauer gesagt in der wunderschönen Stadt München. Die Türkei, mein Heimatland, liegt sowohl in Asien als auch in Europa und bietet dadurch eine einzigartige Mischung aus Kulturen, Traditionen und Geschichten. Seit 3 Jahren lebe ich nun in München, einer der lebendigsten Städte Deutschlands. Seit 3 Jahren lebe ich nun in München, einer der lebendigsten Städte Deutschlands. München ist bekannt für seine beeindruckende Architektur, die Biergärten und natürlich das berühmte Oktoberfest. Ich habe mich in diese Stadt verliebt und genieße es, hier zu leben. München ist bekannt für seine beeindruckende Architektur, die Biergärten und natürlich das berühmte Oktoberfest. Ich habe mich in diese Stadt verliebt und genieße es, hier zu leben. Die Türkei hat viele atemberaubende Sehenswürdigkeiten zu bieten. Eines der bekanntesten ist zweifellos die Hagia Sophia in Istanbul. Eine ehemalige Kirche, die in eine Moschee umgewandelt wurde und heute ein Museum ist. Die Küsten der Türkei sind mit wunderschönen Stränden gesegnet, darunter die berühmte türkische Riviera. Die Küsten der Türkei sind mit wunderschönen Stränden gesegnet, darunter die berühmte türkische Riviera. Ich bin verheiratet und habe einen wundervollen Ehemann namens Mehmet. Ich bin verheiratet und habe einen wundervollen Ehemann namens Mehmet. Wir haben vor 5 Jahren geheiratet und sind seitdem ein glückliches Paar. Wir haben vor 5 Jahren geheiratet und sind seitdem ein glückliches Paar. Wir haben keine Kinder, aber wir hoffen, in naher Zukunft eine Familie zu gründen. Wir haben keine Kinder, aber wir hoffen, in naher Zukunft eine Familie zu gründen. In der Türkei habe ich Wirtschaft studiert und bin jetzt als Finanzberaterin tätig. In der Türkei habe ich Wirtschaft studiert und bin jetzt als Finanzberaterin tätig. Mein Mann Mehmet ist Ingenieur und arbeitet in einem deutschen Technologieunternehmen. Mein Mann Mehmet ist Ingenieur und arbeitet in einem deutschen Technologieunternehmen. Wir sind beide stolz auf unsere Berufe und arbeiten hart, um unsere Ziele zu erreichen. Wir sind beide stolz auf unsere Berufe und arbeiten hart, um unsere Ziele zu erreichen. Als ich nach Deutschland kam, sprach ich nur sehr wenig Deutsch. Aber ich habe fleißig gelernt und meine Sprachkenntnisse verbessert. Als ich nach Deutschland kam, sprach ich nur sehr wenig Deutsch. Aber ich habe fleißig gelernt und meine Sprachkenntnisse verbessert. Ich habe den Deutschkurs bis zum B1-Niveau abgeschlossen. Ich bin stolz darauf, dass ich mich jetzt auf Deutsch verständigen kann. Ich habe den Deutschkurs bis zum B1-Niveau abgeschlossen. Ich bin stolz darauf, dass ich mich jetzt auf Deutsch verständigen kann. Meine Muttersprache ist Türkisch. Neben Türkisch spreche ich auch Englisch und ein bisschen Französisch. In meiner Freizeit liebe ich es zu reisen und neue Orte zu entdecken.
In meiner Freizeit liebe ich es zu reisen und neue Orte zu entdecken. Ich bin auch eine begeisterte Köchin und probiere gerne neue Rezepte aus meiner Heimat aus. Ich bin auch eine begeisterte Köchin und probiere gerne neue Rezepte aus meiner Heimat aus. Darüber hinaus lese ich gerne Bücher, vor allem Romane und historische Bücher. Darüber hinaus lese ich gerne Bücher, vor allem Romane und historische Bücher. Es gibt einige markante Unterschiede im Leben zwischen der Türkei und Deutschland. Einer der offensichtlichsten Unterschiede ist die Kultur und die Art und Weise, wie Menschen hier leben. In der Türkei sind die Familienbande sehr stark. Und es ist üblich, mit der erweiterten Familie zusammenzuleben. In Deutschland ist das Familienleben oft unabhängiger. Und die Menschen tendieren dazu, in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern zu leben. In der Türkei sind die Familienbande sehr stark. Und es ist üblich, mit der erweiterten Familie zusammenzuleben. In Deutschland ist das Familienleben oft unabhängiger. Und die Menschen tendieren dazu, in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern zu leben. Ein weiterer Unterschied ist die Esskultur. In der Türkei genießen die Menschen gerne lange Mahlzeiten in Gesellschaft. Während in Deutschland die Mahlzeiten oft schneller eingenommen werden. Ein weiterer Unterschied ist die Esskultur. In der Türkei genießen die Menschen gerne lange Mahlzeiten in Gesellschaft. Während in Deutschland die Mahlzeiten oft schneller eingenommen werden. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich eine glückliche Familie, die zusammen im Supermarkt einkauft. Die Familie besteht aus 3 Personen: der Vater, die Mutter und ihre Tochter. Im Hintergrund des Bildes sieht man eine Vielzahl von Regalen, die mit Lebensmitteln und anderen Produkten gefüllt sind. Es gibt Regale mit frischem Obst und Gemüse, Regale mit Milchprodukten und Regale mit Brot und Backwaren. Im Vordergrund des Bildes sieht man den Einkaufswagen, der voll mit Einkäufen und Lebensmitteln ist. Die Familie scheint eine angenehme Zeit im Supermarkt zu verbringen. Der Einkaufswagen, den sie benutzen, ist voll mit frischen Produkten und anderen Einkäufen, die sie gemacht haben. Die Tochter hält eine Orange und zeigt sie ihren Eltern. Sie legt ihre linke Hand auf den Einkaufswagen. Sie sieht glücklich aus, weil sie mit ihren Eltern einkaufen geht. Die Tochter hat lange blonde Haare. Sie trägt eine Jeanshose und ein graues T-Shirt. Die Mutter sieht ihre Tochter interessiert und mit einem Lächeln im Gesicht an. Sie hat lange blonde Haare und hält eine Orange in ihren Händen.
Sie trägt ein langes gestreiftes Hemd und eine dunkle Jeanshose. Der Vater hat braune Haare und trägt ein gestreiftes Hemd und eine dunkle Jeanshose. Mit der rechten Hand hält er den Einkaufswagen und mit der linken hält er eine Frucht. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um das Thema Einkaufen. Ich kaufe meine Lebensmittel in Deutschland nie auf dem Markt, weil es teuer ist. Auf dem Markt ist das Obst und Gemüse viel teurer als im Supermarkt. Das Brot, der Käse und die Wurst sind auf dem Markt auch teurer. Ich möchte Geld sparen. Deshalb gehe ich zum Aldi oder zum Lidl. Ich denke, man sollte im Supermarkt einkaufen, wenn man Geld sparen will. Aber wenn man genug Geld hat, dann kann man natürlich auch auf dem Wochenmarkt einkaufen. In meiner Heimat war das anders als in Deutschland. Meine Familie und ich haben viel Obst und Gemüse auf dem Markt gekauft, weil es billiger und frischer war als im Supermarkt. Im Supermarkt war alles teurer als auf dem Markt. Wenn man in meiner Heimat Geld sparen will, dann sollte man das Obst, die Gemüse, Milchprodukte und Gewürze auf dem Markt kaufen. Ich finde, dass es wichtig ist, günstig einzukaufen, wenn man eine Familie und Kinder hat. Auch wenn man alleine ist, aber nicht so viel Geld hat, ist ein Supermarkt genau richtig. Hier in Deutschland kann man fast alle täglichen Bedürfnisse im Supermarkt einkaufen. In allen Städten, aber auch in manchen Dörfern in Deutschland, gibt es Supermärkte. Dort bekommen Sie viele wichtige Dinge für den Alltag. Brot und Fleisch, Joghurt, Putzmittel und Klopapier. An vielen Orten gibt es ein- oder zweimal in der Woche einen Wochenmarkt. Oft findet er samstags statt. Auf dem Wochenmarkt bekommen Sie frisches Obst, Gemüse und regionale Spezialitäten. Meine Frau und ich gehen normalerweise einmal pro Woche zum Supermarkt. Das Einkaufen im Supermarkt hat viele Vorteile. Man hat keine Parkplatzprobleme, denn an jedem Supermarkt findet man einen großen Parkplatz. In den Supermärkten hat man viel Raum, und man kann sich dort sehr gut bewegen. Supermärkte haben ein großes Sortiment, und man findet immer, was man sucht. Im Supermarkt kann man problemlos die Preise vergleichen, die Zutatenlisten lesen, und oft gibt es Sonderangebote. Die Situation. Sie wollen am letzten Kurztag in der Schule zusammen feiern. Gemeinsam mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner wollen sie für diese Party etwas kochen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen für die Party etwas kochen.
Hier sind einige Notizen. 1. Was kochen? 2. Wer kauft ein? 3. Getränke? 4. Wer bezahlt? 5. Weiter Ideen für die Party. Hallo Sarah. Wie geht es dir? Hallo Erkan. Mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Weißt du was? Der Kurs ist bald vorbei, und alle wollen ein Fest machen. Und wir sollen zusammen etwas kochen für die Party. Hast du eine Idee? Mir geht es auch gut. Weißt du was? Der Kurs ist bald vorbei, und alle wollen ein Fest machen. Und wir sollen zusammen etwas kochen für die Party. Hast du eine Idee? Ich denke an eine Spezialität aus Spanien. Paella. Ich denke an eine Spezialität aus Spanien. Paella. Was ist das? Das ist Reis mit Fleisch oder Fisch. Ich weiß nicht, ob alle Fleisch essen. Ich glaube nicht. Was hältst du von einer Suppe? Ich kann eine leckere Linsensuppe machen. Ich weiß nicht, ob alle Fleisch essen. Ich glaube nicht. Was hältst du von einer Suppe? Ich kann eine leckere Linsensuppe machen. Ja, das finde ich gut. Dann mache ich Paella mit wenig Fleisch. Du machst eine Suppe. Ja, das finde ich gut. Dann mache ich Paella mit wenig Fleisch. Du machst eine Suppe. Und wer kauft ein? Das können wir zusammen machen. Oder? Ja, gute Idee. Die Getränke kann ich holen. Ich habe ein Auto. Ja, gute Idee. Die Getränke kann ich holen. Ich habe ein Auto. Das ist gut. Und welche Getränke bringen wir? Ich schlage vor, Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt. Das ist gut. Und welche Getränke bringen wir? Ich schlage vor, Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt. Warum nicht? Einverstanden. Wie viel Geld wollen wir ausgeben? Warum nicht? Einverstanden. Wie viel Geld wollen wir ausgeben? Na ja, kaufen wir nicht zu viel. Die anderen bringen bestimmt auch etwas mit. Das Essen ist nicht teuer. Das kann ich bezahlen. Na ja, kaufen wir nicht zu viel. Die anderen bringen bestimmt auch etwas mit. Das Essen ist nicht teuer. Das kann ich bezahlen. Die Suppe kostet auch nicht viel. Und die Getränke hole ich. Ist auch okay. Das gebe ich aus. Die Suppe kostet auch nicht viel. Und die Getränke hole ich. Ist auch okay. Das gebe ich aus. Super. Hast du eigentlich schöne Musik aus der Türkei? Ich bringe Musik aus Spanien mit. Super. Hast du eigentlich schöne Musik aus der Türkei? Ich bringe Musik aus Spanien mit. Gute Idee. Und einen CD-Spieler gibt es ja. Vielleicht hat jemand ein Instrument? Selbst Musik machen ist schöner. Vielleicht hat jemand ein Instrument? Selbst Musik machen ist schöner. Kannst du etwas spielen? Nein. Und du? Nein. Auch nicht. Ich glaube Tatjana und Lisa können Gitarre spielen. Ich rufe sie mal an. Nein. Auch nicht. Ich glaube Tatjana und Lisa können Gitarre spielen. Ich rufe sie mal an.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.